So, schönen guten Tag. Wir sind's, die Piranhas, zwei davon. Hallo. Und wir haben heute wieder ein tolles Thema, und zwar Collectors Edition Goodies. Yay! Was ist denn das? Das sind ganz tolle Sachen, die man sich zum Beispiel in den Schrank stellen kann. Ne, zum Beispiel er hier, ne? Ach, der da. Den fand ich ziemlich cool. Der Ezio. Ja. Ezio. Assassin's Creed, ne? Mittlerweile haben die ja so riesen Dinger und so, ne? Aber den fanden wir geil, ja, das stimmt, ja. Ein bisschen angestaubt. Ja, das sind so Sterümchen und Krempel, den man so kriegen kann. Wir hatten ja auch mal sowas. Ja, also sowas hier, ne? Wir hatten hier zum Beispiel so ein Elex Artbook. Oder ein Gnome, ne? Ja, da So. kann man dann sehen, wie zum Hier, Beispiel... der Jafar, ja, auf der Schatzkiste. Hey, guck mal hier. Hast du die Feder jetzt abgerufen? Die muss nachher wieder dran friemeln, ne? So, die gehört da dran. Aber die fliegt immer ab, so, ne? Das ist der Dingens hier, der ist da. Jafar. Das mit Superglue wieder dran machen. Ja, mache ich. So. Ne? So, Also gut, Goodies, so. Ne? genau. Ja. Ah, da gibt's noch mehr Zeugs, was man so alles in der Collectors Edition packen kann. Aber die interessante Frage ist ja, was ist denn eigentlich geil? Und was macht Spaß? Darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, welches Goodie würdest du denn gerne einmal in einer Collectors Edition sehen? Und die haben Folgendes gesagt. Kommt natürlich darauf an, was für ein Game das ist, aber ich persönlich würde mich über Feuerzeuge freuen. Warum sind keine Feuerzeuge bei Goodies Collections? So mal richtig, es gibt auch USB-Feuerzeuge. Oder ein geiles Zippo, vielleicht mal anders. Ja, warum denn nicht? Immer Schlüsselanhänger und Dosenöffner, Bieröffner, Flaschenöffner. Braucht niemand mehr. Nachbildung von Props. Weiß nicht, wenn es irgendwie, also irgendwas, was mit dem Spiel zu tun hat, wenn es ein Schmuckstück gibt, was in dem Spiel zum Beispiel zu sehen ist, eine wichtige Rolle spielt, davon vielleicht eine Nachbildung. Poster, Karten, Landkarten oder sonst was fand ich mal sehr schön. Im Prinzip bin ich schon ein großer Fan von den Figuren, die man sonst so hat. Ich lege großen Wert darauf, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Ich bin immer relativ enttäuscht davon, wenn hier und da vielleicht mal was an der Figur sehr labil ist und dann am Ende abbricht. Aber letztendlich ist für mich das Wichtigste immer die Figur, weil das ist das, was ich mir in den Schrank stelle und das ist das, was ich mir auch gerne anschaue am Ende. Eine Schatzkarte zu einem reellen Schatz, den man dann wirklich finden kann. Was sagt der Herr Range dazu? Ich würde gern, was ich früher gern gemacht habe, also viele wissen das vielleicht heute nicht mehr, wahrscheinlich hier auf dem Channel schon mehr Leute, wenn man früher sich Spiele gekauft hat, dann lagen da so Handbücher und sonst irgendwas mit dabei, in diesen ganz normalen PC-Boxen zum Beispiel. Und was ich dann immer ganz super gerne gemacht habe, Handbücher lesen, wenn da noch Story mit drin war, so ein bisschen Lore über das Land, über die Menschen, Zaubersprüche erklärt, einfach so ein bisschen so ein Kompendium vielleicht mit dabei. Das habe ich einfach geliebt, weil auf dem Weg nach Hause, bevor ich das Spiel spielen konnte, habe ich das Handbuch in der Straßenbahnhaltestelle gelesen und ich war einfach schon voll drin und ich habe alles daran geliebt. Du hast es gerochen, du hast es gespürt, du hast es gefühlt, du hast es gelesen. Du warst nicht nur am Rechner im Spiel, sondern du warst auch in RL, konntest du dich quasi in das Spiel investieren und das hätte ich einfach gerne wieder. So, das ist das Schönste. Es gibt geile Figuren und so weiter, aber ein richtig gutes Handbuch mit schön geschriebenen Sachen, erklärt, Illustrationen, unbezahlbar. Ja, tolle Ideen. Ne? Vor allem das mit dem Feuerzeug fand ich sehr spannend. Ne? Klar, am besten mit Benzinfeuerzeug mit in die Schachtel. Ist ja geil. Aber man kann ja ein Zippo oder so ohne Gas oder so kann man ja reintun. Das könnte man tatsächlich machen. Das ist tatsächlich noch eine gute Idee. Was habt ihr denn so für Ideen? Ne? Schreibt es mal unten rein, mal gucken, ob man da irgendwie einen Konsens findet oder so. Weil Einzelmeinung ist auch immer sehr schwierig. Ne? Ich hätte gern ein Bügelbrett. Ja, wir machen das so, ihr schreibt jetzt kurz die Ideen auf, die ihr hättet, wo ihr sagt, boah, das hätte ich gerne Collectors Edition, dann guckt ihr euch den Rest der Folge an und dann überlegt ihr nochmal, was ihr davon wirklich noch haben wollt und was nicht. Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Jetzt versauen wir alle. Nein. Nein. Wir hatten ja angefangen, also
klar, das, was sich tatsächlich die meisten wünschen, ist eine Figur. Klar. Ne? Die muss immer drin sein, die soll hochwertig sein, die sollen am besten nicht abbrechen und wenig Sollbruchstellen haben. Die soll cool aussehen und ich möchte, dass die gerne bei mir im Schrank ist. Ne? Ja. Wenn die Größe kann man sich sogar drüber streiten. Die einen haben wenig Platz, die anderen mehr. Aber groß kommt meistens sogar besser an. Und dann muss man halt gucken, ja, wie teuer darf es denn jetzt werden? Und da wären wir dann schon beim zweiten Thema. Kohle. Genau. Das wird immer mehr, Ja. was man ausgibt heute für die Dinger. Ne? Woran liegt das? Ist unglaublich. Ja, Also ich woran glaub, liegt das? Es gibt so 2 Trends, die momentan da sind. Erstens, die normalen Editionen von einem Spiel. Ich gehe in den Laden, nehme mir ein Spiel, kaufe das. Das ist eigentlich nicht mehr so richtig geil. Ne? Also die- Retail in einer Box mit CD, die ich einlegen muss und nee, Genau, meistens dann kann brauchst ich du es die mir CD auch. nicht mehr, weil du hast sowieso einen Key. Dann hast du kein richtiges Booklet mehr, weil meistens ist es nur noch so ein auffaltbares Ding, wo irgendwie draufsteht, was weiß Labber, ich. labber, labber. Also meistens ist das eigentlich nur noch, um das Cover im Schrank zu sehen, aber nicht mehr irgendwie, dass du da schon irgendwie was drin hast. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwas zum Spiel haben möchte, was auch aufwendig gemacht wurde, was irgendwie cool ist, dann müsste ich schon eine Collectors Edition kaufen, damit ich überhaupt noch mehr habe als nur das Spiel. Und das heißt, ich vermute, dass Liebhaber, die dann gerne was im Schrank haben, dann natürlich dann auch eher auf die CE zurückgreifen. Das zweite, glaube ich, ist, es gibt irgendwie einen Trend zu mehr Auswahl an Collectors Editions. Das heißt, es gibt ein Spiel, das kann ich irgendwie mir im Internet ziehen. Ich kann mir auch irgendwie noch eine Packung dazu kaufen. Dann kann ich irgendwie die kleine Collectors Edition kaufen. Da ist dann irgendwie irgendwas noch mit bei. Irgend so ein Zeug. Und dann gibt's die super mega big hyper Collectors Edition von dem Spiel, wo ich dann irgendwie so einen Karton habe mit so einer mega Figur. Ich hatte mir das aufgeschrieben hier bei Assassin's Creed Origins gab's die Dawn of the Creed Legendary Collectors Edition. Ja, da hatten die so eine richtig fette Figur. What the? Ja, von der Hauptfigur, die war auch mega beliebt und Gab nur 999 Stück, oder was? genau, es gab nur 800 Euro. Richtig. Es gab nur 999 Stück, das ist auch so eine Sache. Das heißt, einige richtig fette Collectors Editions sind auch mega rar. Wow. Und dann kosten die auch ordentlich Geld. Ich meine, 800 Euro muss man auch erstmal haben. Und dann habe ich aber bin ich einer von denen, die dieses Ding tatsächlich zu Hause im Schrank stehen haben. Hat die einer von euch? Hat die einer von euch gekriegt? Cyberpunk. Total ausverkauft. Nichts. Ne? Das Spiel ist noch nicht mal am Markt. Du kriegst nichts mehr. Das ist unfassbar. Ja, es gibt aber auch leider viele Leute, die kaufen die dann, weil die denken, dann steigert das im Wert und dann verkaufen sie es dann für mehr und versuchen damit Geld zu machen. Das ist ja auch blöd. Das finde ich auch mies. Ja, gut. Ne? Das finde ich auch mies. Ja. Also wenn, dann soll man, also wenn man irgendwie der Meinung ist, irgendwie man stellt sich das 20 Jahre in den Schrank und verkauft es dann an Liebhaber, bitteschön. Ja, das finde ich okay. Aber die daraus ein Geschäftsmodell machen irgendwie, die kaufen dann 20, um dann irgendwie 19 wieder zu verkaufen, das finde ich auch total blöd. Naja. Ja, Gut, was hast du da noch? Ja, es gab noch so ein paar verrückte Collectors Editions. Die zweite war die Grid 2 Mono Edition. Das ist ein Autorennspiel und dabei konntest du das Auto mit dabei kriegen. Quasi so ein Rennauto mit kompletten Rennoutfit. Steht da 180.000 Und Euro? die hat 180.000 Euro gekostet, weil du dann das Rennauto dabei gekriegt hast. Ja, das ist schon Really? Wahnsinn. Ja, aber warte, das ist noch nicht alles. Oh, Das ist noch nicht alles, wird noch ist noch besser. steigerbar. Ja, echt, ohne Scheiß. Es gab, Sky's the limit. ja, das ist die bescheuertste Collectors Edition, von der ich jemals gehört habe. Und bescheuert ist damit sehr liebevoll gemeint. War die Saints Row 4 Collectors Edition. Ich weiß nicht, wie die hieß, keine Ahnung. Da gab es eine Luxusreise nach Dubai. Da gab es 2 Autos. Eine Schönheitsoperation deiner Wahl. Ich möchte aussehen wie der Held, oder was? Und die Möglichkeit für einen Weltraumausflug. Und diese Collectors Edition hatte sage und schreibe $1 Million gekostet. Okay, was? Ich hätte gerne im Nachhinein gewusst, hat das einer gekauft? Gibt es einen Menschen auf dieser Welt, der diese Saints Row 4 Collectors Edition gekauft hat? Wahnsinn. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Okay, Ja gut, okay. wow.
Kommen wir mal zu den bezahlbareren Sachen zurück vielleicht. Ne? Was könnte in so einer Collectors Edition denn alles drin sein? Es gibt einmal irgendwie die Kategorie Kleinkram und kleine Goodies und dann die, das wäre ja schon aufwendig, aber geil. Ne? Und die unterscheiden sich meistens irgendwie an Kleinkram, meine ich jetzt zum Beispiel Sticker und Aufkleber, könnte zum Beispiel sowas sein. Hier zum Beispiel diese kleine Totenköpfe irgendwie, die gab es damals bei Risen 2 mit dabei, ne? Hier, da konntest du dir dann schön irgendwo hinkleben. Wir hatten die damals, glaube ich, sogar aufs Auto geklebt. Und dann gibt es solche Sachen wie Karten zum Beispiel, wo du dann nochmal irgendwelche Monster oder Figuren drauf hast, Bändchen, die du dir ums Handgelenk machen kannst oder irgendwelche Download-Extras irgendwie. Wenn du die CE kaufst, bekommst du dann irgendwie nochmal das Schwert des Wunders mit dabei oder so ein Kram. Das sind so kleinere Sachen, die im Aufwand noch relativ begrenzt sind irgendwie und damit packt man sich das alles in die Collectors Edition. Da sagt aber keiner, boah, wegen dem Aufkleber will ich jetzt unbedingt die CE kaufen. Sondern meistens, weil da irgendwie noch was richtig Cooles bei ist, was ich haben will. Damals fand ich zum Beispiel die Fallout Collectors Edition so cool, weil die halt einen Pip-Boy hatte. Ich fand den Pip-Boy nur letztendlich viel zu klobig. Labber. Und deswegen habe ich die doch nicht gekauft. Ja. Es gab aber auch unterschiedliche Big Boys, ne? Hochwertigere und auch einfachere. Ja, oder und so, dann ne? wird die aber auch wieder richtig teuer. Dann wird die richtig teuer, ja. Das ist immer diese Diskrepanz. Ne? Ja. Das heißt, wenn du eine richtig schöne Figur in die Collectors Edition packst, dann nimmt die erstens allein schon für die Verpackung und für die ganze Distribution und die Herstellung unwahrscheinlich viel Kohle in Anspruch. Und dann schießt natürlich auch sofort der Preis in die Höhe. Das ist immer so eine Sache. Ja, und da gibt es so Sachen wie, mach doch, oder hier jetzt Kleidung. Es gibt Collectors Edition meistens sehr rar, wo du dann Kleidung dabei haben kannst. Die Jacke der Spielfigur oder sowas in der Art. Dann hast du halt immer die Diskrepanz, sobald du in Richtung Kleidung gehst, irgendwie, welche Größe hat denn derjenige, der es gekauft hat? Ne? Hast du so einen Standard, ne? Dann kauft so jemand wie ich irgendwie die XXL-Lederjacke und würde die niemals tragen, weil das total doof aussieht. Oder andersrum, irgendwie, du kaufst das Ding und passt nicht rein. Ja, ist beides irgendwie nicht so schön. Ist immer so eine Sache. Ja, und dann gibt es so Sachen wie Bücher, ne? Sehr beliebt war zum Beispiel damals bei uns. Wo ist es denn? Ja. Ja, so ein Artbook zum Beispiel. Wir hatten so ein ziemlich aufwendiges Artbook für Gothic 3. Jetzt hatten wir ein etwas weniger Nimm das doch. weniger auch für Elex, ne, das damals war The Art of Gothic 3. Das war recht cool und richtig fett gebunden mit Hardcover und da gab es jede Menge Informationen. Das Ding bei diesem Buch ist, man findet nicht nur sehr viele Artworks, sondern auch jede Menge Text und Erklärungen. Wenn man sowas machen will, das ist nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwendig. Tja, vor allem für uns, ne? Also wer schreibt denn dieses Buch? Wer schreibt denn die ganzen Texte für die ganzen Sachen, die da drin stehen? Wer erklärt das alles? Und dann muss das Ding in die Übersetzung. Das heißt, reicht ja nicht, ne, dass irgendjemand sich wochenlang hinsetzt und irgendwie so ein Buch schreibt, sondern dass dann auch noch andere Leute sich hinsetzen müssen und alle Texte dann übersetzen müssen in andere Sprachen und. Das ist halt so ein riesen Rattenschwanz. Das ist der Grund, warum solche richtig coolen Goodies, ne, seltener bei Spielen angeboten werden, weil sie einfach unfassbar zeitaufwendig sind. Ne? Ist aber cool. Ne? Finden wir auch so. Ja, ähnlich ist mit inhaltlichem Content, ne? Ich möchte gerne mehr Hintergrundinformationen. Kannst ein Making-of kannst du noch mit reinpacken, zum Beispiel. Oder ein Soundtrack, ne? Das ist immer sehr schön. Soundtrack ist noch die etwas einfache Variante, weil den musst du ja sowieso machen. Das heißt, du musst ihn nur noch so aufbereiten, dass du ihn quasi vielleicht noch auf... Was keine unsignifikante Aufgabe ist, einen Soundtrack abzumischen. Also da ist auch noch mal eine Menge Arbeit notwendig. Ja. Aber ja, okay. Aber der gehört dazu. Genau. Der gehört einfach dazu. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache, wo du nochmal was vom Spiel selber irgendwie mit dabei hast, was du separat dir anhören und benutzen kannst. Wo du sagst, das ist cool, wenn mir das gefallen hat. Ne? Genauso wie dieser Prey-Soundtrack, den du gerade in die Kamera gehalten hast. Ist das eine coole Sache. Und so ein Making-of ist dann auch wieder zeitaufwendig. Ne? Auch da muss man sich erstmal irgendwie überlegen, wann stellt das wer, warum, wie her.
Und ja, dann haben wir die Diskrepanz zwischen den richtig geilen Sachen, die aufwendig und teuer sind, und den kleinen Sachen, die überhaupt nicht so aufwendig und auch nicht so teuer sind. Aber eine gute Mischung macht's dann ja meistens auch aus, ne? Da stellt sich ja die Frage, wie viel Einfluss haben wir darauf als Entwickler? Ja. Bedingt. Ja, also wenn wir drauf bestehen, da muss unbedingt eine Figur rein, dann ist das schon ziemlich deutlich von unserer Seite. Also wir sind der Meinung, dass die meisten Menschen eine Figur wollen, und da kann man auch als Publisher manchmal der Meinung sein, ach, lohnt sich das denn? Können wir da nicht auch eine Nummer kleiner machen und so weiter? Nein. Es funktioniert so nicht. Also entweder vernünftig oder dann lassen wir es weg, lieber. So, ne? Weil sonst fühlen sich die Menschen auch so ein bisschen veräppelt. Ne? Also die Figur muss schon drin sein. Das haben wir häufig diskutiert mit den diversen Publishern, mit denen wir zu tun hatten. So, ne? Und das war meistens immer der größte Einfluss, den wir hatten, dass wir sagen, okay, mach eine Figur rein und dann mach sie auch nicht zu klein. Und alle anderen Sachen sind immer Verhandlungssache. Ne? Das ist immer so die klassische Frage, die wir am Anfang eines Projektes kriegen. Habt ihr denn eine Idee für Goodies in der Collectors Edition? Ja, dann packen wir erstmal unsere alten Kamellen wieder aus. Also mindestens muss hier das drin sein und jenes und bla. Die Dinge, die wir hier alle aufgezählt haben, so, ne? Ja. Und vielleicht haben wir auch noch die eine oder andere Idee, die dann noch funktioniert. Aber ob die dann auch alle umgesetzt werden, das entscheiden wir gar nicht. Das macht immer der Publisher. Ja. So, ne? Und natürlich möchten die den, wie sagen sie immer, den Entwickler mit dem Boot haben. Ne? Die wollen uns ja natürlich dann auch nicht verärgern und irgendwie irgendeinen Tant für 3,50 Mark da verkaufen oder so, verstehst du, für teuer Geld. Aber schlussendlich entscheiden tut's der Publisher, wie das Ding aussieht und wie groß es ist und wie teuer es ist auch. Ja. Da haben wir gar keinen großen Einfluss drauf. Die Collectors Edition zu Elex fand ich zum Beispiel richtig cool. Ja. Da war eigentlich gar kein Scheiß drin, ne? Sondern nur Sachen, wo ich gesagt habe, irgendwie, ach, das finde ich aber irgendwie cool. Ne? Ob man alles davon benutzt hat, ist eine andere Frage, aber die Elex Collectors Edition hatte alleine schon eine die coole Verpackung, Figur. ne? Also allein schon die Verpackung, die ist ziemlich hochwertig. Na, das war schon ein Riesending. Da war auch eine Figur drin, wie man hier sieht, der Alexiter. Genau. Ne? Und da war schon ziemlich viel geiles Zeug drin. So, das muss man einfach mal sagen. Ne? Und ja, das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Ja. So, ne? So eine richtige Scheibe davor. Ja, das ist richtig cool. Ne? Die Waffe, die wird mittlerweile klassischerweise immer dabei geliefert, die man in die Hand klicken kann. Ich glaube, das machen alle mittlerweile wegen der Sollbruchstelle und so ein Zeug. Ne? Man kann den Griff abmachen. Bitte quetscht das nicht in die Hand und brecht die ab. Den Griff kann man abmachen, um das in die Hand reinzustecken. Das hat kaum einer gerafft. Den Knauf meinst du vom Schwert, ne? Ja. Ja, den Knauf. Den Knauf kann man abmachen, hinten am Ende, damit man das Schwert in die Hand stecken kann. Leider habe ich auch schon gesehen, dass jemand die Hand dann aufgebogen hat, um das Schwert da reinzukriegen. Und, naja. Gut, ja. Da haben wir eine Menge Zeug jetzt geredet darüber. Hast du eine Community-Frage? Ganz sicher. Ja. Ich hatte sogar irgendeine, die dazu passte. Also, nehmen wir doch mal die hier einfach. Wenn ihr nach Jahren der Entwicklung endlich ein Spiel abgeschlossen habt, gibt es dann eine Tradition, bei euch das gebührend zu feiern? Trinkgelage, aka Betriebsfeier oder eine große, gediegene Party im Garten oder ähnliches? Fragt jemand? Ja, das ist die Frage nach der klassischen Release-Party. Und wir hatten sowas, glaube ich, nur ein einziges Mal. Und das war, André Kuschel hat uns die ausgerichtet. Und zwar nach Risen 3. In dem WDR-Haus in Köln, wo draußen noch die Sendung mit der Maus draufgeklatscht war. Also ne, mit Werbegedöns und so weiter. Da war noch der Tommy Krabweis da, der noch vorgesungen hat. Und ich glaube, der Joe Hesse war auch da, meine ich. Keine Ahnung. Ja, da waren auf jeden Fall diverse Leute da. Und das war der André Kuschel, der hat die RPC ausgerichtet immer, ne, seit jeher. Und da hat er halt versucht, sein
Kontakte zu knüpfen und der hat, glaube ich, irgendwie World of Nerds hat er dann ins Leben gerufen zu dem Zeitpunkt und hat halt uns diese Party ermöglicht. Das ist immer so ein Ding, ja. Das war also die Release-Party. Das war so, wir haben jetzt released und da waren auch einige von Deep Silver dabei, die dann mitgekommen sind und so weiter. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir ja sowieso 2-mal im Jahr feiern. Eigentlich. Normalerweise. Ja. Normalerweise feiern wir uns selbst so richtig schön im Garten mit Würstchen und Bier im Sommer. Wir machen einmal in der Firma im Sommer eine Sommerparty, die dieses Jahr leider ausfallen musste. Naja, aber ja, das machen wir einmal nochmal im Winter. Da kommen alle Mitarbeiter von Piranha Bytes zusammen und dann machen wir so eine Art Weihnachtsfeier. Das ist eine Weihnachtsfeier, die klassische Firmen-Weihnachtsfeier. Genau. Ja, und das ist auch beides immer sehr schön. Und ja, da freuen wir uns auch immer drauf. Und deswegen verbinden wir manchmal das eine mit dem anderen, dass wir so sagen, so, hey, wir haben jetzt irgendwas geschafft, egal was das ist. Und dann feiern wir uns gebührlich im Garten. Ja, und ansonsten, ja, ich glaube, wir sind schon ziemlich stolz darauf, wenn wir ein Spiel dann in die Schachtel packen können und dass es dann im Laden erscheint und so weiter. Und die meiste Zeit luren wir dann auf Steam, was da so los ist, auf Twitch, was da so los ist. Und das war letztes Mal bei Elex ganz schön turbulent, sag ich jetzt mal. No? Ja, wann ist es denn fertig? Da kommt ja noch mal ein Patch. Ja, das ist... Ja, und wann ist es denn so, dass man sagt, so, jetzt haben wir es geschafft, so, ja? Wenn das Spiel dann draußen ist und die Leute es dann spielen und die sind ja nicht alle damit glücklich, sondern es gibt ja auch viele, die meckern dann und hin und her. Das ist dann immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Und ja, das ist dann immer so eine Sache. Nach einer Release, ne, ist es immer irgendwie, da duckt man sich erstmal weg, oh, hoffentlich klappt das und so. Und dann kommen schon die ersten Wertungen rein und hin und her und so. Will man dann feiern und sagen, hurra, wir haben es geschafft? Ja. Das ist immer so, dann, wenn man dann da sitzt auf so einer Party, das haben wir auch schon öfter mal so gehabt, ne, dann redet man darüber, was man noch alles machen muss, damit das da nicht und so weiter. Ne? Also das ist schon immer so eine komische Zeit. Das trifft den Nagel aber genau auf den Kopf. Ja. Also die After-Release-Zeit ist eigentlich keine irgendwie, wo du sagst so, boah, endlich, oh, tschüss, yay, sondern eigentlich ist das eine sehr gespannte Zeit, ja. Alle sind relativ gespannt und es ist irgendwie so eine Stimmung irgendwie, es knistert eher irgendwie, jeder guckt immer mal wieder, was passiert denn jetzt irgendwie, was sagen die Leute in verschiedenen Ländern, was passiert, wem hat's gefallen, funktioniert das alles so, wie wir uns gedacht haben, hoffentlich haben wir nichts übersehen und das ist so eine Zeit. Kommt noch, dass wir auch am nächsten Projekt schon sitzen. Ja. Ein Teil des Teams sitzt schon aktiv und hat schon eine Pre-Production von dem nächsten Spiel. Und das ist Doppelbelastung mit Öffentlichkeitsarbeit, weil dann geht's erstmal richtig los wieder und stimmt. Gamescom, glaube ich, ist eins dieser Momente, wo wir sagen, okay, wir wissen, dass das Spiel, wie es ankommt, ja, und sowas wie die Branchenparty oder Rocket Beans Party oder THQ Party oder irgendwas in der Art, ja. Ich glaube, das kommt dem noch am nächsten, wo man sagt, okay, man hat so ein Gefühl, ja, wo es hingeht, was Leute von deinem Ding halten und ob man jetzt irgendwie sexy ist oder nicht. Ich glaube, das kommt dem am nächsten. Dass es dann nachher auch fertig ist und dann in die Schachtel kommt und dann die Compliance dann Klamotten und ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Am Ende der Termin, das kriegen wir schon irgendwie hin, da haben wir genug Erfahrung. Aber wie kommt's an bei euch? Und wenn wir dann merken, oh, das kommt an und wir wissen, da müssen wir nur noch ein paar Sachen machen oder so, ne? Ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wo wir sagen, jo, das feiern wir dann. Das machen wir meistens auf der Gamescom. Ja. Ja. Das kommt immer am nächsten. Gut, wir hoffen, das beantwortet eure Frage und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. War noch was? Nee, war nix, ne? Nee, mach mal. Alles gut.